Alrighty then und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Shakes and Fidget und mit den W50 Players to Watch. Zwei Infos vorneweg. Die eine ist, weil ich gefragt wurde, Emma hatte Corona. Ich habe mich bei ihr angesteckt, weshalb ich jetzt auch zuletzt keine Videos aufgenommen habe. Also mir ging es so wie bei einer mittelschweren Erkältung. Hals nervt, Nase nervt auch immer noch ein bisschen, aber es geht zumindest, dass ich eine Weile jetzt aufnehmen kann. Zwischendurch war auch noch die Stimme weg. Das habt ihr ja gesehen. Das ist auch der Grund, warum ich ewig nicht zum Friseur kann. Obwohl ich eigentlich sehr dringend müsste. Aber danke für diejenigen, die sich das Video auch angeguckt haben, die gute Besserung gewünscht haben. Lustigerweise ist es seit langer Zeit das erste Video, was keine Dislikes bekommen hat. Finde ich sehr witzig. Das zweite ist, ihr werdet morgen von mir auf jeden Fall das Startvideo für W54 bekommen. Players to Watch mache ich dort definitiv. Und ich werde auch selber spielen, aber mehr Infos dann kriegt ihr dann Montag in dem Video. Ich will jetzt hier nicht zu viel reinpacken. Das Einzige, was ich jetzt nochmal erwähne, ist, dass W54-Content auf jeden Fall dann Englisch sein wird. Egal was. Also Players to Watch oder wenn ich irgendwas zeige im Let's Play oder sowas, definitiv Englisch. Ja, also das schon mal vorneweg. Und jetzt kommen wir zu den W50-Spielern. Das letzte Mal waren wir am 21.12., also am 20.12. unterwegs, also sprich 2 Monate, eine Woche sind vergangen. Ja, ich wollte es eigentlich ja schon eine Woche eher bringen. Das hat halt nicht ganz geklappt, aber wir werden mal gucken, wer noch aktiv ist hier von den Leuten. Hauptsächlich. Ich werde jetzt nicht so viel im Detail wahrscheinlich sagen können. Separat dazu. Einfach gucken, wer ist aktiv, wie viel Level gemacht und einfach ein Check-up hinter die Spieler, die weiterhin aktiv auf diesem sehr starken Server sind. So, und da fangen wir auch gleich mal an. Guck mal rein, Affenkopf. Ja. Affenkopf, da ist auf jeden Fall was passiert. 50 Level hat er gemacht, ist nach wie vor bei Prophecy, also das ist der optimale Fall. Affenkopf hat immer den Vorteil, dass er als erstes dran ist. Spieler ist in der gleichen Gilde. Spieler hat ordentlichen Progress gemacht. Sammelalbum sieht auch sehr gut aus. War vorher zwar auch schon nicht schlecht, aber es ist wirklich nochmal 5% immerhin dazugekommen. Das ist für die bei der Höhe jetzt nicht üblich, dass das jeder halt auch macht. Ne? Also sehr nice. Schöner Start in die Players to Watch. Und Avox, glaube ich, hat sich auch etwas verbessert. Avox mit 2x von 381 auf 402. Goldenen Rahmen, hat er den vorher schon gehabt? Doch, ja, ne? Oder? Hat er? Ja, hat er schon gehabt. Ja, bei ihm ist Top SA. Ich glaube, viel mehr geht nicht. 97%. Fast 98. Sehr, sehr nice. Weiterhin bei der Holzfällerhütte. Also, und er war damals Rang 6. Ja, jetzt ist er Rang 68, aber ich denke, er hat keine Probleme, sich in der Top 50 zu behaupten mit dieser Spielweise. Und Avox mit 2x sieht ja auch nicht schlecht aus. War 382, ist jetzt 362, ist jetzt 381, also so viel wie Avox mit einem X beim letzten Mal gewesen ist. Und hat sich auch in allen kleineren Belangen verbessert. Ich glaube, SA auch. Ja, da ist auch wieder ein bisschen was passiert. Wenigstens 1%. Legi-Steine, also er hat auf jeden Fall neues Equipment. Legi-Steine. Achso, ja, ich glaube, das könnte sein, dass das ein oder andere legendäre Item noch dazugekommen ist, weil am 21. Da war ja der legendäre Dungeon. Und das heißt, da sind noch ein paar Epics aus dem Legi-Dungeon dazugekommen. Das ist nicht schlecht. So, da kommen wir zu Bifrozen. Bifrozen hat keine Gilde mehr, hat zwar ein paar Level gemacht, aber es könnte sein, dass wir gerade ihn verabschieden müssen. Wer das liest, ist sexy. Eieiei. Das ist natürlich schade, aber was will man machen? Ne? Man kann es nicht verhindern. Deshalb raus. Darling ist 350, war 341, weiterhin bei den Störartigen. Ja, ist klar, vom Level her ist jetzt nicht so, dass da viele Dungeons geballert werden. Aber er spielt auf jeden Fall weiter. Das ist ja auch die Hauptsache. Vertritt ja auch die Gilde von Dorsa, die Community-Gilde. Ne? Also was ja auch nicht schlecht ist. Bin ja auch drin. Wird auch mal thematisiert werden demnächst in einem meiner Videos. Kommen wir zu Double Trouble. War bei Black Friday gewesen, ist jetzt bei Dead Valley. Oh, okay, da hat er sich aber auf jeden Fall stark verbessert in der Gilde.
392er Stufe, war vorher 365. Hat auch ordentliche Legis, also sich komplett legalisiert, bis auf den Ring. Und wird wahrscheinlich dann im nächsten Legi-Dungeon wieder zuschlagen wollen. Der auch ein sehr starkes SA für das Level. Das als Assassine ist in den Top 104. Also wahrscheinlich, wenn wir mal gucken, Double Trouble er war 163 zuletzt. Also ich denke, von dem kann man noch viel erwarten hier auf dem Server. Esther hat 7 Level gemacht von 281 auf 288. Ist bei Rewind 420 auch geblieben. Und demnach können wir ihn weiterfahren. Auch jemand, der weiterspielt. Ja, egal, ob man jetzt viel spielt oder wenig, ist schön, dass das so gut klappt. Kommen wir zu Fräulein Haut drauf. 372 war sie oder er im Level. Wegen dem Namen implementiere ich natürlich immer eine Frau. Wobei das jetzt gar nicht zwingender sein muss. Ja, naja, bei Hollywood auch schon damals gewesen. Ein Tag, keine Ahnung, Dungeon Stop seit dem 26.12. Das heißt, alle Level hat sie oder er gemacht ohne Dungeons. Naja, das kann durchaus sein. Also durch das Event, ja. Und vielleicht dann fast bis auf einen Tag halt komplett Alu gespielt. Ist es möglich. Ja. Kommen wir zu Grebo. Grebo war 354 gewesen. Ist jetzt 378, weiterhin bei der Holzfällerhütte am Start. Sieht auch, ja, nebenlang gut aus. Hier sehen wir auch nochmal legendäre Items, die wahrscheinlich auch vom letzten Legi-Dungeon sind. Spielt hier wahrscheinlich auch 300 Alu weiterhin. Ja, doch, definitiv bei dem Level würde ich das sagen. Oh, ein Spieler, der aus dem Mittelfeld dann auch, der vielleicht langfristig auch noch höher steigen kann, wenn er halt so weiterspielt. Ja. Man kann bloß mal gucken, ich meine, nicht jeder achtet auf die Ehrenhalle. Rang 373, damals jetzt 330, könnte ein Wink mit dem Zaunfall sein. Klößchen hat auch Level gemacht, ist weiterhin bei Rising Star, unterstützt also dort auch eine Gilde, die ambitioniert ist. Zwar nicht in den ganz oberen Bereichen, haben wir ja gesehen, aber trotzdem auf jeden Fall schon lange auch in den Top 20. Und ja, der Tar sieht auch nach wie vor sehr, sehr gut aus. Kann man überhaupt nicht meckern. Hat sogar den Mushroom Sportstand aktualisiert. Mit Datum, perfekt. Als hätte er gewusst, dass ich heute Players to Watch aufnehme. Nicht schlecht. Also, ja, super. Also mit dem Pilzeinsatz jetzt auch so in den Top 300 auf dem Server zu sein, ist nicht schlecht. Das sind keine 200 €, der Server ist ja nun schon ein bisschen älter. Das ist richtig gut. Ja, top. SA ist auch top. Also man kann hier nicht meckern. Ja, super Sache. Geht viel mehr auf Stärke, will ich beim Berserker aber auch machen. Im Moment. Kommen wir zu Let's Runes. Let's Runes hat auch ein Level gemacht. Achso, Klößchen war 362 und ist jetzt 383. Genau. Let's Runes 383 zu 399, kurz vor 400. Haben wir ihn jetzt hier abgefangen. Meine Nase meckert schon so ein bisschen. Okay, 380 ist seine Message. Ja, nehme ich so hin. Er ist Rang 35. Also sehr auf Ehrenhalle auffixiert, bei Holzverlöte, starker Spieler, Battlemage ja sowieso stark im PvP. Nicht schlecht, also na, dann sieht man, dass das halt jetzt auch, also vom Level her, gar nicht so verkehrt ist. Der nächste da oben, Mr. Fluffy Junior, Hollywood. War damals auch bei Hollywood und hat sich, ich weiß gar nicht, hatte damals schon legendäre Items drin, soweit ich das sehen kann. Ob das jetzt nochmal neue sind oder ob er damit schon fertig war. Weiß ich nicht. Demnach gehen wir einfach mal weiter. Er spielt ja weiter, sehen wir ja. Auch einer der Top-Spieler auf dem Server. NK485. Was ist da? 353 war er gewesen. Ja, 377 jetzt. Da ist er ordentlich vorgekommen. Einer der wenigen Druiden auf dieser Liste. Der auch roundabout ein super Char ist hier. Im oberen Mittelfeld der Ehrenhalle mitspielt. Und ja. Genau solche Spieler, um die geht's halt. Ne? Die sieht man sonst nicht in der Ehrenhalle so weit oben.
Und bei Players to Watch kriegen sie halt eine Bühne. Und man sieht, auch die tragen ihren Beitrag dazu bei, dass eine Gilde wie Holzwällehütte halt so weit oben steht, ne? Aber auch andere Spieler. So, Nocto. Bei Nocto ist jetzt die Frage, er hat diesmal nicht sein Alu-Equipment drin. Wir erwischen ihn auf seinem PvP-Equipment. Das heißt, auch er hat gewusst, dass ich heute aufnehme jetzt. Er sagt, er hat 730 € ausgegeben auf 25.330 Pilze. Er ist Level 359 mit einer Assassinen. Jetzt kommen wir halt natürlich wieder zu dem Punkt Klößchen mit 7.000 Pilzen Berserker. Klar, Berserker ist günstiger. Ist halt die Frage, wo man die Pilze einsetzt. Ne? Also man kann so viele Pilze auch verschleudern und gerade Assassine, dadurch, dass er teurer ist, man so geneigt ist, bei den Dungeons halt viel mehr Pilze auszugeben, kann das halt durchaus sein. Aber schön, dass er das so transparent macht, weil das ist nicht selbstverständlich. Und ja, super Sache. Schön, dass er weiterspielt. Nicht weiterspielt anscheinend Reza. Reza hat anscheinend aufgehört. War noch bei der Wuselbande. Im Eco-Modus. Jetzt im Moment ohne Gilde. Ich nehme ihn mal raus. Ich meine, falls er doch noch aktiv ist, kann ich mir gerne schreiben. Nehme ich ihn wieder rein. Aber nee, ich habe mir gesagt, die Leute, die jetzt inaktiv sein könnten, nehme ich raus. Ich meine, er hat Level gemacht. So ist es nicht. Aber wieso ist er jetzt gildenlos? Also es macht nicht so viel Sinn. Vielleicht fokussiert er sich auf die anderen Server. RS6 Mekt. Der ist auf jeden Fall noch aktiv. Und zwar von 367 auf 387. War bei Dead Valley. Das sieht doch auch nicht schlecht aus. Sorry, ich habe gerade eine andere Nachricht gelesen. Die musste ich erstmal verarbeiten. Ich glaube, warte mal, bei ihm gucke ich mal. Er hat auf jeden Fall mehr legendäre Items als zuvor. Da hat er nochmal, ist er reingegangen. Also gerade diese ganzen Spieler jetzt in dem hohen Level, könnte ich mir vorstellen, dass die zum nächsten legendären Dungeon dann wieder neue Items, Epics farmen wollen. Könnte ich mir gut vorstellen. Da werden wir dann vielleicht optisch keine großartigen Veränderungen sehen, aber wird interessant sein. Also ich denke, er gehört auch dazu, klar, bei Dead Valley in der Top-Gilde, da ist man wahrscheinlich auch prädestiniert dazu. Genauso auch könnte ich mir das bei Taube vorstellen, wobei Taube ja tatsächlich nur normale Items drin hat. Vielleicht hat er beim letzten legendären Dungeon ja gar nicht gespielt. Ich glaube, Taube hat dazu was geschrieben beim letzten Mal, oder? Er hat eine Dungeon-Pause gemacht, okay. Achso, er wollte nochmal in die legendären Dungeons reingehen, aber ich sehe zumindest keine Epics, keine legendären. Außer das. Tja, vielleicht macht das beim nächsten. Gehst du in den nächsten Dungeon, Taube? Legendären Dungeon oder nicht? Klar, Dungeon Pause, hast trotzdem Level gemacht. 17 Stück, das ist auch sehr gut. Nach wie vor Top-Spieler hier mit auf dem Server. Bin ich mal gespannt, ob er in den legendären Dungeon gehen will. So, dann kommen wir zu Tobi. Tobi ist neu reingekommen. Bei Olympia spielt er mit. Ja, auch eine Gilde, die wir schon gehört haben des Öfteren. Das Original von S17.de, die Barbaren. Krass, du warst bei S17. Ich war ja bei S17 auch lange dabei. Bei der Gilde Springfield. Kennst du die Gilde Springfield noch auf S17? Da habe ich auch Pilze und dann auf S18 gab es Springfield auch. Und da war Springfield sogar eine Top-3-Gilde eine ganz lange Zeit. Ja, 16 Max und Max Pet. Dennoch Free-to-Play-Spieler. Was heißt jetzt Max Pet? Als Free-to-Play-Spieler? Also klar, du hast alle Pets nicht auf 200. Also das geht ja nicht. Aber das heißt, du hast alle Pets, die man finden kann, möglicherweise? Oder wie kann man diese Aussage verstehen? Erklär mir das mal. Universe gucken wir uns derweil an. Von 394 auf 412 hoch. Nochmal einen ordentlichen Satz gemacht. Bleibt einer der Top-Spieler ja auf dem Server hier. Muss man auch so sagen. Er möchte von 475 auf 500 Dungeons knallen. Ziel dieses Jahr. Dieses Jahr auf 475 zu kommen noch. Okay, ja, das ist ja noch eine Weile. Wahrscheinlich ein EP-Spieler dann mit, oder? Kann ich mir vorstellen.
Ich habe jetzt nicht die Skills begutachtet. Interessant. So, Vedox bei Crit Happens von 371 auf 395 auch einen ordentlichen Satz nach vorne gemacht. Und das als Kampfmagier. Knapp hinter den Top 100. Wie sah das damals bei ihm aus? Ein bisschen höher gekommen im Rang. Also spielt hier auch weiterhin gut auf. Und das ist halt krass, ne? Taube und Vedox finde ich halt umso schöner, dass die so aktiv und auch beständig sind, weil sie das ja auch, weil ich sie auch so kenne. Ja, also beide Spiele, ne? Das ist halt auch schön. Visigoth, oh schade. Der war 189 bei 99 Luftballons und hat mich gegrüßt, glaube ich. Ja, er grüßt mich hier weiterhin. Aber er spielt ja gar nicht mehr. Das ist schade. Naja, muss man rausnehmen. Waldemar. Genau, da haben wir nämlich Olympia. Waldemar 97 hat auch ordentlich Level gemacht, von 339 auf 364 hoch. Unterstützt damit Olympia natürlich auch. Also, ich meine, er ist jetzt Rang 645, aber auf dem starken Server ist das auch ein guter Char. Wie gesagt, diese Chars tragen auch dazu bei, dass die Gilden jeweils so erfolgreich sind, ja. Muss man mal so sagen, ja. Ach so, er war aber damals bei Olympos. Stimmt, ich sehe es gerade. Jetzt ist er bei Olympia. Ist er wahrscheinlich hochgekommen. Olympia ist doch die... Warte mal, komme ich jetzt durcheinander? Nee, Olympia ist die starke Gilde und Olympos ist die Wing-Gilde. Oder er war damals da wegen Raidhilfe oder irgendwie. Aber klar, er hat ja auch ein ordentliches Investment auf diesem Server. Dann, klar, läuft das stark. So. Wo bin ich denn jetzt hier? Ich bin bei dem alten Video gerade etwas versprungen. Was habe ich denn da gemacht, ey? Krass. Naja, gehen wir mal weiter. Ich wollte auch gar nicht hier hin eigentlich. Yuka. Damals bei der Holzfällerhütte, jetzt nach wie vor 377, jetzt 394, Top 100. Avancierter Spieler, auch sehr, sehr stark. Vorhin habe ich bei University Skills gesehen, klar, da sind die jetzt nicht ganz so weit vorne, aber geht auch voll nach vorne. Und er ist auch stolz, eine Holzfäller zu sein. Das ist ja die Hauptsache. Er hat Max Ruhen am 15.01., also da ging Pilze in den Arena-Manager. Safe. Da braucht man natürlich dann auch ein paar mehr Pilze. Und dann kommen wir noch zu Da Silva Player. Ich glaube, Da Silva hat auch was geschrieben, oder? Hat er mir im Postfach was geschrieben? Was hat er mir denn geschrieben? Ich weiß es gar nicht mehr. Ach, da ging es um den Pilzeinsatz. Ja. Also, du, wenn ihr irgendwelche Pilzangaben macht, ne? Ich glaube das euch. Definitiv. Ich meine, jetzt sehe ich auch Mushroom Paid 6305. Left 3200 auch heute aktualisiert. Ich brauche keine Beweise dafür, ja. Ich glaube euch das. Ich sage halt nur, dass es halt interessant ist, dass sich die Werte so weit voneinander entfernen. Und das ist ja auch normal, weil nicht jeder Spieler spielt gleichwertig effektiv. Oder wie jetzt zum Beispiel auch schon der andere. Moment, das ist die falsche Liste. Yuka, der hat halt den Arena-Manager gepusht. Wenn du den pusht, brauchst du Pilze. Das sehe ich ja gar nicht. Ne? Deshalb, ich habe ja nur einen groben Einblick darin. Ich sehe eure Level, ich sehe euren Fortschritt, ich sehe eure Pilze, die ihr theoretisch ausgegeben habt. Anhand eurer Angabe. Mehr sehe ich ja nicht. Das ist definitiv, wenn ich sage, oh, das ist aber schon sehr wenig, heißt das nicht, dass ich euch das nicht glaube. Es heißt nur, dass ihr da vielleicht im Moment der effektivste Spieler sein könntet. Ja. Und, ich meine, ich gehe auch davon aus, was hättet ihr davon, mich zu belügen? Es bringt ja keine Punkte. Ne? Letztendlich orientiert sich ja kein anderer Spieler und sagt, oh, ich will auch genauso effektiv sein. Macht ja keiner. Das hätte ja keine Punkte. Ne? Also deshalb entspannt. Gucken wir nochmal auf deinen Char jetzt tatsächlich. Du warst damals 353.
hast von dem Zeitpunkt anscheinend 900 Pilze grob ausgegeben. Naja, siehst du? Dann passt das doch. Von den Leveln her 353 auf 379. Ich meine, gerade Berserker oder Krieger. Ich meine, ich gehe davon aus, dass du halt nicht wirklich viele Pilze in Dungeons investierst, wahrscheinlich Freeze machst. Ich glaube, das hast du auch geschrieben. Und von daher ist doch alles gut. Das ist ja das Nächste. Ich sehe ja nicht, wie viel Zeit ihr in euren Char investiert. Ne? Einer, der, wie ich, maximal eine Stunde am Tag spielt oder bei Bestandschars 10 Minuten die Sanduhren durchballert, ja? Dann ist das klar, dass der mehr Pilze braucht. Ne? Also deshalb ganz entspannt. Schön. Wir haben noch viele, viele, viele aktive Leute auf diesem Server. Das ist nice. Auch ich werde auf dem Server mittelfristig auch nochmal ein bisschen, also ich werde hier sowieso ja spielen, habe ich ja auch gemacht, aber ich werde nochmal ein bisschen ranklotzen, früher oder später. So viele Infos dann aber, wenn es soweit ist. Deshalb würde ich erstmal sagen, war's das mit dem Video. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben, da freue ich mich. Haut auf jeden Fall rein, macht da Tschüss und Servus, euer Basti.